Je mehr Punkte wir jetzt in Berlin holen, desto besser fällt natürlich auch das Gesamtergebnis in der Bundesliga aus. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem letzten Feiertagsmagazin im Jahre 2021. Das letzte Spiel steht noch auf dem Programm. Wir müssen nach Berlin zur Hertha. Darüber wollen wir natürlich sprechen, aber auch über das vergangene Jahr. Und das kann man nur am heutigen Tag mit einem machen, mit dem Chef, mit Hans-Joachim Aki Watzke. Aki, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, es geht nach Berlin. Man merkt so ein bisschen in den letzten Tagen oder bei den letzten Spielen, Spieler werden ein bisschen müder. Ich will es mal so sagen, die Kraft geht ein bisschen weg, die Akkus sind langsam leer. Wie ist das bei dir? Nee, freust du dich auch ein bisschen auf die Zeit? Mein Akku ist ehrlich gesagt voll. Ich freue mich auf die 3 Tage Weihnachten. Klar, aber von mir aus könnte es am 27. weitergehen. Und die Mannschaft soll sich einfach zusammenreißen. Entschuldigung, die haben danach 2 Wochen Urlaub. Also das ist ein lohnendes Ziel, jetzt mit 37 Punkten aus der Runde zu gehen. Jetzt geht's gegen Hertha in Berlin. Letztes Spiel, letztes Mal aufraffen. Was erwartest du für eine Partie? Ja, das wird schon wie jedes Auswärtsspiel relativ schwer. Auf der anderen Seite haben 5000 Zuschauer da. Das ist, glaube ich, nicht, dass da jetzt große Emotionen hochkochen. Und da müssen wir einfach uns selbst pushen und müssen zeigen, dass wir eine hohe individuelle Klasse haben. Wenn wir das nämlich wollen, können wir das auch. Und schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Da haben wir im Sommer da oder im Spätfrühling da unseren Pokalsieg gefeiert und ist eigentlich der richtige Anlass, das Jahr dann auch nochmal mit dem Sieg in Berlin zu beschließen. Wir könnten die Hinrunde mit 37 Punkten abschließen. Wir haben natürlich Punkte verschenkt, das wissen wir, Bochum, Bayern, Freiburg, exemplarisch. Bist du dennoch einverstanden mit der Punkteausbeute bis jetzt? Auf jeden Fall, mit der Bundesliga bin ich sowieso einverstanden. Man kann es nicht immer, wir hätten sicherlich 2, 3 Spiele, hätte ich auch noch gerne gesehen, wo wir mal so ein Feuerwerk abgebrannt hätten. Auf der anderen Seite hat man uns aber die ganzen Jahre vorgeworfen, die engen Spiele gegen die Defensiven, die gewinnt ihr nicht, jetzt gewinnen wir sie, das ist aber auch nicht richtig. Also Bundesliga ist okay. Was schmerzt und was auch ehrlicherweise eine schlechte Leistung war in der Champions League. Gut, wir haben 9 Punkte gehabt, da sind, glaube ich, 3 Mannschaften mit weniger Punkten weitergekommen. Aber am Ende war es zu wenig, das ärgert. Pokal ist auch in Ordnung. Jetzt wollen wir sehen, dass wir noch das Beste jetzt aus dem letzten Spiel rausholen. Je mehr Punkte wir jetzt in Berlin holen, desto besser fällt natürlich auch das Gesamtergebnis in der Bundesliga aus. Aber wir hatten letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt 29. Das nur mal am Rande. Ein bisschen weniger, das stimmt, ja. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen zurückschauen, nicht nur auf die Hinrunde, sondern auf das ganze Jahr 2021. Ohne euch ist Berlin nichts. In the clear, rounds the goalkeeper, brilliant goal. And that means that we're in the Champions League next season. Gutes Foul, hätten wir im Netradio hier gesagt. Aber Spiel auf weiter Vorteil. Anker und der Ball ist tot! Da ist es! Hammergefühl. Irgendwie, wir haben schon gedacht, wir fangen bestimmt an zu heulen, wenn wir dann nachher da oben sind und einfach nur schön. Ja, waren alle Höhepunkte dabei oder fehlt dir irgendwas? Nee, das waren schon Höhepunkte. Wie gesagt, Aufstieg der Zweiten und dann auch hier das erste Spiel der Frauenmannschaft. Aber natürlich, wenn man das jetzt gerade wieder gesehen hat, du spielst im Viertelfinale gegen Manchester City, die Signal Iduna Park leer. Du
du spielst das Finale gegen Leipzig, gewinnst 4-1, hast keine Zuschauer da drin. So ein Wahnsinn. Wenn du dir das anguckst, wie niedrig damals die Inzidenzen, alles waren im Mai. Krass. Das ist wirklich krass. Ich glaube, 750 Leute rannten da rum oder was, ne, für so ein Spiel. Ne. Das hat wehgetan, aber trotzdem war es natürlich ein toller Triumph auch für uns, weil vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr haben ja schon alle geschrieben, oh, die Leipziger, die werden den Dortmundern den Rang als Nummer 2 im deutschen Fußball ablaufen und so habe ich jetzt ehrlich gesagt dieses ablaufende Jahr nicht viel von gemerkt. Und ja, das ist gut. Jetzt war 2021, wenn man so ein bisschen zurückblickt, sicherlich ein ereignisreiches und anstrengendes Jahr, auch für dich als Geschäftsführer, sicherlich auch neben dem Sportlichen, also neben dem Platz. Wenn ich an die Kapitalerhöhung denke, wenn ich an die finanzielle Herausforderung denke, wenn ich an die Verantwortung für so viele Mitarbeiter denke. Ja, das haben wir aber, glaube ich, alle zusammen ganz gut hingekriegt. Also das war in den letzten beiden Corona-Jahren für uns ja schon auch beeindruckend. Es hat ja jeder noch so große Scheiß hat ja irgendwie auch was Positives. Und ich glaube, dass wir gemerkt haben, dass wir uns in so einer Phase auf die Mitarbeiter verlassen können, die Mitarbeiter auch, dass sie sich auf uns verlassen können. Das war schon mal ganz cool. Aber dann natürlich auch dieser permanente Kampf, da das nicht irgendwer wieder durchdreht und dass es wieder Geisterspiele gibt und 1000 Dinge. Also es ist, das waren schon 2 extrem anstrengende Jahre. Wenn du das allerdings mit so viel, ja, wie soll ich das sagen, mit so viel Herzblut betreibst, wie ich, dann ist es auch egal, weil ich könnte, wie gesagt, sofort weitermachen. Weil das ist Herausforderung, ist aber auch immer für mich Ansporn und von daher, ich bin also, ja, im vollen Kampfmodus. Ich höre es. Jetzt wollen wir aber nicht nur nach hinten blicken, sondern auch nach vorne schauen. Die Ziele für dieses Jahr sind ja gesteckt worden. Wir sind noch im Pokal. Gibt es vielleicht noch einen Titel dieses Jahr? Ja, wir haben ja noch... nächstes Jahr. Nächstes Jahr bei dieser Saison. Ja, wir haben ja noch 3 Titelchancen. Ehrlicherweise müssen wir uns nichts vormachen. Die in der Bundesliga ist sicherlich die kleinste, aber die ist auch noch da. Nur man muss, so viel Anstand muss man auch haben. Bayern spielt schon außergewöhnlich gut. Ja, ich glaube, in jeder anderen Liga in Europa wäre es einfacher als momentan. Für mich ist Bayern der Top-Favorit, die Champions League zu gewinnen, weil sie machen es jetzt aktuell einfach gut. Kann aber auch mal in eine andere Richtung gehen, muss man da sein. Euroleague haben wir uns einiges vorgenommen, DFB-Pokal würden wir auch gerne wiederholen. Also wir tanzen noch auf 3 Hochzeiten und ja, am Ende des Tages, wenn einer aber rausspringt, wäre es natürlich schön. Wir haben ja jetzt schon in den letzten 10 Jahren 4 Jahre gehabt, wo wir einen Titel am Ende der Saison hatten. Und wenn es das 5. Jahr wäre, würde ich mich da auch nicht gegen wehren. Also da sollten wir alles reinlegen. Bevor ich dich jetzt gleich quasi entlasse, möchte ich natürlich noch dein Statistikwissen aus der Saison 2021 testen. Aber es ist nur mehr oder weniger. Es ist, also ich finde es schwer, aber ich vermute mal, da du so viele Statistiken im Kopf hast, ja, ein paar habe ich im Kopf, aber ich bin nicht sicher. Pflichtspieltore insgesamt 2021, mehr oder weniger als 120? Also geschossene meinst du? Ja. Oder auch reingekriegte dann? Nee. Also ich glaube nicht, dass es 120 sind. Ich glaube zwar, dass es mehr als 100 sind, aber ich glaube, es sind keine 120. Doch, es sind 123. Wow, Donnerwetter. Der BVB hat 16 Elfmeter zugesprochen bekommen. Wurde mehr oder weniger als 80% verwandelt? Weniger. Richtig. 12 von 16, 75%. Der Kapitän geht voran. Hat Marco Reus in allen Pflichtspielen 2021 mehr oder weniger als 30 Scorerpunkte gesammelt? Mehr. Richtig. Stand jetzt 38 sogar, ist richtig. Bisher hat der BVB nie mehr als 23 Bundesliga-Siege in einem Kalenderjahr eingefahren. Wie sieht es 2021 aus? Waren es mehr oder weniger? Bis jetzt haben wir 12. Also wir haben noch nicht Berlin ist schon klar. Wir haben 12. Mal gerade rechnen. 12, davor hatten wir 7, 19. Was sagst du, wie viel? 23? Ja. Ganz knapp, würde ich sagen. Knappe Entscheidung. Das stimmt. Ich sag ja. Und ist richtig. Und jetzt sagst du mir natürlich auch, wie viele. Ja, dann wären es 24. Ganz genau. Perfekt. Wie viele Punkte hat der BVB in der Bundesliga im Jahr 2021 gesammelt? Mehr oder weniger als 80?
Das ist einfach, weil wir haben jetzt aktuell 34, wir hatten letztes Jahr Rückrunde 35, sind 69, also weniger. Auch das ist richtig. Gut, bin Perfekt. zufrieden. Na, nicht perfekt, erste Frage. Also ja, falsch. gut, aber ich meine, damit kannst du leben. Ne? Gut, geht. Das war's schon. Aki, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Euch wünschen wir natürlich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, aber ich sollte in so einem Jahr nicht das letzte Wort haben. Das hat der Chef. Ja, aber Norbert hat alles schon gesagt, ich wünsche euch auch allen alles Gute, aber bitte erst so ein bisschen anfangen mit der Entspannung nach Samstagabend 18:30 Uhr. Auch ihr seid da alle gefordert an jeder Stelle. Wir wollen dann noch 3 Punkte holen und dann ansonsten können wir dann wirklich uns zurücklehnen, sagen, es war ein ganz tolles Jahr. Wir haben alles gut gemeistert oder das meiste zumindest und auch gemeinsam gemeistert und immer wie der BVB das macht mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Souveränität. Deshalb bin ich auch so stolz, Borusse zu sein. Und euch wünsche ich alles Gute, frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch und dann nächstes Jahr geht's weiter. Dankeschön. Tschüss, macht's gut.